Hallo, mein Name ist Jenny. Ich bin Studentin der deutschen Literatur. Das ist meine Geschichte. Ich möchte euch von meinem Leben in Berlin erzählen. Ich möchte euch von meiner fantastischen Lehrerin erzählen. Ihr könnt meine Geschichte lesen und mit mir Deutsch lernen. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Ich reise mit dem Zug. 2 Frauen sind im Zug mit mir. Die Frauen sitzen mir gegenüber. Sie sprechen Deutsch. Ich verstehe nicht viel. Ich lerne Deutsch, aber ich bin Anfängerin. Ich kenne noch nicht viele Wörter. Ich begann, mit den Frauen zu sprechen. Ich sagte ein paar Wörter auf einfachem Deutsch. Die Frauen verstanden, was ich sagen wollte, und das machte mich glücklich. Ich sagte, dass ich Deutsch lernen möchte. Die Frauen erzählten mir, dass sie aus Deutschland kommen. Sie fahren nach Hause von einer Konferenz. Unser Gespräch dauerte 10 Minuten. Die nächste Station war meine Station. Ich verabschiedete mich. Die Frauen gaben mir ihre Adresse und Telefonnummer. Sie sagten mir, dass ich sie in Deutschland besuchen könne. Dann verabschiedeten wir uns. Nach diesem Treffen arbeitete ich jeden Tag an meinem Deutsch. Ich übersetzte Texte und sah Filme auf Deutsch. Nach 6 Monaten hatte sich mein Deutsch verbessert. Es war jetzt gut, aber ich wollte mehr lernen. Ich ging nach Berlin. Ich wollte in Berlin Deutsch lernen. Als ich in Berlin war, trat ich einer Schule bei. Meine erste Lektion war am Montag. Ich traf meine Lehrerin und andere Studenten in der Klasse. Meine Lehrerin war eine junge und hübsche Dame. Sie war sehr nett und bescheiden. Wir stellten uns vor und fuhren dann mit der Lektion fort. Unsere Lehrerin hatte eine Frage für uns. Sie wollte wissen, wie unser allgemeines Wissen über die Sprache ist. Unsere Lehrerin sagte uns, dass sie uns mit einer sehr effektiven Methode Deutsch beibringen kann. Diese Methode war sehr einfach. Unsere Lehrerin sagte uns, dass wir nicht lernen müssen. Wir müssen keine Lehrbücher lesen, aber wir müssen Deutsch viel in unserem täglichen Leben verwenden. Es stellte sich heraus, dass diese Methode sehr effektiv für mich war. Ich mochte es nicht, aus Lehrbüchern zu lernen, weil sie mich verwirrten. Dann sprachen wir darüber, was wichtig ist, wenn wir eine neue Sprache lernen. Unsere Lehrerin sagte uns, dass Sprache ein Zweck und ein Mittel zur Kommunikation ist. Wir brauchen Sprachen, um zu kommunizieren. Sprachen helfen uns, Ideen und Gedanken auszudrücken. Also, wenn du eine neue Sprache lernst, ist die beste Methode, die Sprache zu verwenden, um unsere Gefühle auszudrücken und mit anderen Menschen zu kommunizieren. Und das ist es, was wir in unserem Kurs tun werden. Wir werden viel sprechen und die deutsche Sprache verwenden. Viele Studenten versuchen, neue Wörter zu merken. Sie lernen auch Grammatikregeln, aber diese Studenten sprechen nicht Deutsch. Sie lernen über die Sprache, aber sie benutzen sie nicht. Es gibt einen Unterschied. Natürlich musst du neue Wörter und Grammatik lernen, aber du musst sie nicht auswendig lernen. Du musst sie täglich üben. In diesem Kurs wollte ich eine sehr einfache und effektive Methode zeigen, wie man Vokabeln und Grammatik lernt. Ich mag, was unsere Lehrerin sagt. Unsere Lektion geht weiter. Wir sprachen über unsere Hobbys und was wir in unserer Freizeit gerne tun. Wir sprachen in Paaren oder mit unserer Lehrerin. Ich genoss den Unterricht sehr. Ich war wirklich glücklich.
Dieses Lernsystem stellte sich als sehr gut und effektiv für mich heraus. Ich ging wieder am Dienstag zur Schule. Eine der Studenten stellte eine Frage, die für mich interessant war. Sie fragte, was ist der beste Weg, neue Wörter zu lernen? Unsere Lehrerin sagte, dass es viele Dinge gibt, die man tun kann, um neue Wörter zu lernen. Ich werde euch sagen, was statistisch der effektivste Weg ist, um neue Wörter zu lernen. Es ist Lesen. Wenn Menschen lesen, lernen sie neue Wörter ihrer Sprache. Sie lernen doppelt so schnell wie Menschen, die nicht lesen. Es ist gut, mindestens 30 Minuten jeden Tag zu lesen. Ich möchte euch zeigen, was ihr tun solltet, wenn ihr den maximalen Nutzen aus dem Lesen ziehen wollt. Erstens ist es sehr wichtig, dass das Buch oder der Text, den ihr lest, für euch interessant ist. Es ist wichtig, dass ihr das Buch gerne lest. Das Buch kann eine schöne Geschichte sein oder es kann fiktiv oder nicht fiktiv sein. Was auch immer euch interessiert, lest keinen Text, der nicht für euch interessant ist. Wenn ihr nicht viele Wörter kennt, könnt ihr frustriert werden. Ihr wollt immer alles genießen, was ihr tut, während ihr die Sprache verwendet. Es ist effektiv, einen Text zu wählen, der interessant ist und auch für euer Niveau geeignet ist. Wenn ihr den Text lest und ein Wort seht, das ihr nicht versteht, solltet ihr ein Wörterbuch nehmen und das Wort darin nachschlagen. Dann schaut ihr euch die Bedeutung an. Dies wird das Verständnis des Textes verbessern und euer Wissen über den Text wird sich erhöhen. Ihr müsst das Wort nirgendwo aufschreiben. Das Wort wird automatisch in eurem Gehirn gespeichert und ihr werdet sich immer an die Bedeutung erinnern, wann immer ihr dieses Wort wieder seht. Jedes Mal, wenn es ein neues Wort für euch gibt, werdet ihr dasselbe tun. Lesen hat auch einen weiteren großen Vorteil. Wenn ihr lest, lernt ihr neue Wörter und ihr lernt auch, wie jedes Wort mit anderen Wörtern im Satz verbunden ist. Ihr könnt sehen, wie man die Wörter richtig verbindet. Diese Art, neue Wörter zu lernen, ist sehr effektiv. Probiert es aus und ihr werdet sehen, wie schnell ihr neue Wörter lernen könnt. Dann gingen wir mit der Lektion weiter. Wir sprachen über die Situation in Deutschland und über die besten Jobs für Studenten. Das ist gut für mich, weil ich einen Job bekommen möchte. Ich möchte in meiner Freizeit nach der Schule etwas tun. Ich fragte andere Studenten, ob sie wissen, wo ich einen Job finden kann. Sie sagten mir, dass ich zu einem Jobcenter gehen sollte. Das Jobcenter bietet viele Jobs, besonders für Studenten. Das ist gut für mich. Ich bin glücklich, dass ich weiß, wo ich einen Job finden kann. Als mein Tag in der Schule vorbei war, ging ich zum Jobcenter. Ich wusste nicht, welchen Job ich machen könnte, also fragte ich die Dame im Jobcenter, was der beste Job für einen Studenten sei. Die Dame sagte mir, dass sie einige gute Jobs für Studenten haben. Sie sagte mir, dass ich eine Reinigungskraft oder eine Kellnerin in einem Café sein könnte. Ich sagte der Dame, dass ich keine Erfahrung in diesen Jobs habe. Sie sagte mir, dass mein Deutsch gut genug ist, um im Café zu arbeiten. Das Training war nicht schwierig und ich hätte mehr Chancen, Deutsch zu sprechen, als wenn ich als Reinigungskraft arbeiten würde. Sie sagte mir, dass ich meinen Job am Donnerstag beginnen kann. Es ist alles gut für mich. Ich bin froh, dass ich einen Job habe, bei dem ich Deutsch üben kann. Wenn du neue Wörter effektiv lernen möchtest, lies 30 Minuten jeden Tag.
Am Mittwoch ging ich wieder zur Schule. Es gibt einen Studenten in der Klasse, der stiller ist als die anderen. Er kommt aus Südkorea. Als unsere Lehrerin fragte, ob wir Fragen für sie hätten, sagte dieser Student aus Korea, dass er eine Frage hätte. Er sagte, dass er ein großes Problem mit der Aussprache habe. Er wusste, dass seine Aussprache nicht sehr gut sei, aber er wüsste nicht, wie er sie verbessern könne. Er spricht nicht viel, weil er niemanden hat, der seine schlechte Aussprache hört. Er sagte, dass er viel auf Deutsch liest und Filme auf Deutsch schaut. Er versteht sehr gut, aber er möchte auch das Sprechen verbessern. Er fragte, ob es etwas gäbe, das er tun könne, um besser in der Aussprache zu werden. Als meine Lehrerin dies hörte, sagte sie: Okay, ich werde euch etwas über die Aussprache und wie man sie übt erzählen. Ich werde euch auch Techniken beibringen, die euch allen helfen können, in der Aussprache besser zu werden. Zuerst müssen wir uns anschauen, warum Studenten Probleme mit der Aussprache haben. Wenn wir sprechen, müssen wir unseren Mund bewegen. Wir müssen Muskeln in unserem Mund benutzen. Das tun wir alle. Das Problem ist, dass man manchmal beim Sprechen Deutsch die Muskeln auf die gleiche Weise benutzt, wie man sie in der eigenen Muttersprache verwendet. Dann ist die Aussprache anders als die der Muttersprachler. Dies passiert vielen Studenten, die Deutsch lernen. Fast jeder hat eine etwas andere Aussprache, als er sie haben sollte. Tatsächlich ist es kein großes Problem, weil die Leute normalerweise verstehen, was man sagen möchte, auch wenn die Aussprache nicht perfekt ist. Allerdings kann man an der Aussprache arbeiten und sie mit einer großartigen Technik verbessern, die euch sehr helfen kann. Der Name dieser Technik ist Shadowing oder Nachahmung. Die Technik ist sehr einfach. Wenn man Shadowing macht, kopiert man einfach den Klang, den man hört. Wenn Kinder ihre erste Sprache lernen, tun sie das durch Nachahmung. Sie kopieren ihre Eltern immer wieder und irgendwann wird ihre Aussprache perfekt. Wenn du also die deutsche Aussprache auf die gleiche Weise lernen kannst, dann machst du Folgendes. Du nimmst einige Videos oder Audioaufnahmen, die nicht zu schnell sind und die du sehr gut verstehen kannst. Du hörst zu und kopierst, was du hörst, sobald du es hörst. Das ist alles. Dann ging unsere Lehrerin auf youtube.com und suchte nach der Shadowing-Technik. Sie fand gute Videos, in denen die Technik sehr gut demonstriert wurde. Wir schauten uns das Video an und versuchten dann alle, für etwa 3 Minuten die Technik anzuwenden. Danach sagte unsere Lehrerin, dass Shadowing auch gut ist, wenn man sich auf eine Präsentation auf Deutsch vorbereiten möchte und eine gute Aussprache vor der Präsentation haben möchte. Man kann an einen Ort gehen, wo man allein ist und für etwa 10 Minuten Shadowing machen. Du wirst sehen, wie viel es dir hilft, eine bessere Aussprache während der Präsentation zu haben. Das war für mich sehr interessant. Ich hatte noch nie von dieser Technik gehört. Als die Lektion zu Ende war, ging ich zum Schulsekretariat. Ich fragte die Dame, ob es irgendwelche Sportaktivitäten an der Schule gibt. Ich möchte etwas Sport in Deutschland machen. Die Dame am Empfang sagte: Ja, wir haben ein Tischtennisteam und ein Fußballteam. Das Fußballteam hat heute um 17 Uhr Training. Ich war sehr glücklich, weil Sport sehr wichtig für mich ist. Ich ging zum Training des Fußballteams. Ich traf viele Spieler aus verschiedenen Ländern. Die Spieler kommen aus Brasilien, Japan,
Russland, Spanien, Argentinien und Italien. Das Training gefiel mir. Ich war sehr glücklich, dass meine Zeit in Deutschland gut begann. Ich habe eine großartige Lehrerin. Ich habe auch einige neue Freunde aus meinem Fußballteam. Auch morgen beginne ich meinen Job. Wenn du eine gute Aussprache haben möchtest, wiederhole nach Muttersprachlern. Am Donnerstag ging ich wieder zur Schule. Wir hatten einen neuen Studenten in unserer Klasse. Ihr Name ist Elisabeth und sie kommt aus Italien. Zu Beginn der Lektion stellte unsere Lehrerin Elisabeth einige Fragen. Unsere Lehrerin kennt Elisabeth, weil Elisabeth ihre Klasse vor einem Jahr besucht hat. Es war eine Klasse für Anfänger und dauerte nur 2 Wochen in den Sommerferien. Als Elisabeth spricht, spricht sie wunderschön. Ihre Aussprache ist sehr gut und sie ist fließend. Unsere Lehrerin war sehr glücklich und sagte zu Elisabeth: »Deine Schule in Italien muss sehr gut sein.« Elisabeth antwortete: »Ich gehe nicht in eine Schule. Ich lerne Deutsch zu Hause. Ich benutze Techniken, die ich von dir gelernt habe. Ich lese viel, mache Shadowing und denke laut. Ich versuche mehr auf Deutsch zu denken als auf Italienisch. So arbeite ich an meinem Deutsch. Die 2 Wochen, die ich letzten Sommer in deiner Klasse verbracht habe, haben mir sehr geholfen. Du hast mir den Weg gezeigt. Ich weiß, wie ich jeden Tag an meinem Deutsch arbeiten kann. Deshalb wollte ich wieder an deinem Kurs teilnehmen, denn vor einem Jahr war ich ein Anfänger und jetzt kann ich Deutsch sprechen. Ich möchte wieder von dir lernen.« Unsere Lehrerin war sehr glücklich, als sie diese Worte hörte. Sie schätzte Elisabeths harte Arbeit. Es ist alles sehr interessant für mich. Ich weiß schon viel über Lesen und die Shadowing-Technik, aber Elisabeth spricht auch über das Denken laut. Ich weiß nicht, was das ist, also fragte ich unsere Lehrerin: Was ist Denken laut? Unsere Lehrerin antwortete: Es ist eine sehr effektive Technik. Du musst eine starke Motivation haben, um Deutsch zu lernen, wenn du von dieser Technik profitieren möchtest. Es ist auch gut zu wissen, dass diese Technik für einige Leute ein bisschen verrückt ist, aber wenn du anfängst, laut zu denken, kann sich dein Deutsch sehr schnell verbessern. Ich sagte: Ich habe eine starke Motivation. Es ist mir egal, ob die Technik verrückt ist. Wenn sie hilft, möchte ich sie lernen. Kannst du uns diese Technik beibringen? Unsere Lehrerin sagte: Okay, es ist eigentlich sehr einfach. Du denkst den ganzen Tag in deiner Muttersprache. Es ist normal. Jetzt kannst du anfangen, in Deutsch zu denken. Und wenn du in Deutsch denkst, dann kannst du anfangen, laut zu denken. Du sagst einfach laut, was du denkst. Das ist alles. Ich sage, es ist sehr einfach. Warum ist es sehr effektiv? Unsere Lehrerin sagt, vielleicht kannst du Elisabeth fragen. Sie verwendet diese Technik. Vielleicht kann sie dir mehr darüber erzählen. Dann fragte unsere Lehrerin Elisabeth, ob es okay für sie sei, über ihre Erfahrungen mit dem Denken laut zu sprechen. Es war kein Problem für Elisabeth. Sie sagte: Als ich mit dieser Technik anfing, war es nicht einfach. Ich begann mit sehr einfachen Sätzen, zum Beispiel: Ich kann Deutsch sprechen. Es ist gut, dass ich Deutsch sprechen kann. Ich möchte besser werden. Ich muss jeden Tag üben. Ich kenne nicht viele Wörter, aber ich kann diese Wörter benutzen. Ich kann meine Ideen mit diesen Wörtern sagen. Ich kann das tun. Das ist großartig. Die Sätze waren wirklich einfach, aber am Anfang gab es ein Problem.
Mein Denken in Italienisch war lang und kompliziert. Ich konnte nicht genau sagen, was ich auf Deutsch sagen wollte, aber ich sagte es auf Italienisch. Ich musste eine einfachere Form für Deutsch finden. In einfachem Deutsch zu denken, war der schwierigste Teil. Aber nach einiger Zeit war es für mich normal, in Deutsch zu denken. Dann passierte etwas Interessantes. Ich traf einen Mann aus Australien. Er war im Urlaub in Italien. Ich war noch ein Anfänger, aber wir begannen auf Deutsch zu sprechen. Ich konnte sehen, dass ich in der Lage war, mit ihm zu sprechen, ohne Probleme zu haben. Meine Sätze waren einfach und kurz, aber ich konnte sprechen. Ich übersetzte nicht in meinem Kopf von Italienisch nach Deutsch. Nach dem Treffen mit dem Mann aus Australien begann ich, das Denken laut mehr zu verwenden. Diese Technik half mir sehr mit meinem Sprechen. Ich benutze sie immer noch jeden Tag. Es ist wirklich eine sehr effektive Technik. Unsere Lehrerin dankte Elisabeth für ihre Erfahrungen mit dem Denken laut. Ich wollte diese Technik auch anwenden, weil ich ebenfalls besser im Sprechen werden wollte. Wenn du fließend Deutsch sprechen möchtest, denke laut. Ich möchte dir einen zusätzlichen Rat geben. Wenn du Deutsch lernen möchtest, lies, höre, denke und spreche. Mache jede Aktivität 40 Minuten jeden Tag. Du kannst lesen, hören und Shadowing üben, indem du grundlegende deutsche Geschichten liest. Das Voice-Over in diesem Video wird von deutschen Muttersprachlern gegeben. In der nächsten Woche fuhr ich mit meinem Unterricht und meiner neuen Routine des lauten Denkens fort. Ich bemerkte eine signifikante Verbesserung in meiner Sprechfähigkeit. Es war einfacher für mich, meine Gedanken auf Deutsch auszudrücken, und ich konnte effektiver mit anderen kommunizieren. Ich las weiter, hörte deutsche Audios und sprach laut, wann immer ich die Gelegenheit hatte. Durch diese Methode konnte ich sehen, dass sich mein Wortschatz erweiterte und meine Grammatik natürlicher wurde. Die Technik des Shadowings half mir ebenfalls, meine Aussprache weiter zu verbessern. Während der folgenden Tage wurde ich sicherer im Sprechen mit anderen. Ich begann, mehr Freunde in der Klasse zu gewinnen, und einige von ihnen luden mich ein, außerhalb der Schule zusammen zu lernen. Wir gingen in den Park, saßen in einem Café oder lernten in einer unserer Wohnungen. Mit meinen Freunden auf Deutsch, außerhalb des Unterrichts zu sprechen, war eine ausgezeichnete Möglichkeit zu üben, und es ließ mich fühlen, dass ich wirklich Teil der Kultur wurde. Ich setzte auch meine Arbeit im Café fort, und jeden Tag war eine neue Gelegenheit, mein Deutsch zu üben. Ich hatte einige lustige Momente, in denen ich Fehler machte, aber meine Kollegen waren immer unterstützend und korrigierten mich freundlich. Ich lernte so viel über die Sprache in dieser praktischen Umgebung, und es half mir, mich mehr mit Berlin verbunden zu fühlen. Eines Tages erzählte uns unsere Lehrerin von einer kulturellen Austauschveranstaltung, die in Berlin stattfand. Sie sagte, es wäre eine großartige Gelegenheit, Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zu treffen und unser Deutsch zu üben. Ich war aufgeregt wegen der Veranstaltung und beschloss, teilzunehmen. Als ich ankam, war ich überrascht, wie viele Leute dort waren. Es war ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, und jeder war bestrebt zu lernen und Erfahrungen zu teilen. Bei der Veranstaltung hatte ich die Gelegenheit, mit Menschen aus ganz Europa, Afrika und sogar Asien zu sprechen.
Ich sprach mit ihnen auf Deutsch und war erstaunt, wie viel ich in den letzten Monaten gelernt hatte. Jeder, den ich traf, war beeindruckt von meinem Fortschritt. Einige fragten mich sogar nach Tipps, wie man schneller Deutsch lernen kann. Ich teilte die Techniken, die für mich funktioniert haben, einschließlich Shadowing und lautem Denken, und alle schienen aufgeregt, sie auszuprobieren. Als die Veranstaltung zu Ende ging, fühlte ich ein Gefühl der Erfüllung. Meine Reise in Berlin war wirklich transformierend. Ich hatte nicht nur mein Deutsch verbessert, sondern auch Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt. Meine Lehrerin hatte recht, die Sprache täglich zu benutzen und mit anderen zu interagieren, war der beste Weg zu lernen. Als ich zurück zur Schule ging, fühlte ich mich sicherer als je zuvor. Ich konnte leicht sprechen, Gespräche verstehen und meine Gedanken klarer ausdrücken. Auch meine Lehrerin bemerkte die Verbesserung und lobte mich für meine Hingabe. Sie sagte, ich sei ein Vorbild für die anderen Studenten und zeige ihnen, wie effektiv das Lernen sein kann, wenn man sich anstrengt und die Sprache in realen Situationen benutzt. Die Erfahrung, in Berlin zu studieren, hatte mir die Augen für die Bedeutung der kulturellen Immersion im Sprachenlernen geöffnet. Ich hatte viel mehr gelernt als nur Deutsch. Ich hatte die Welt, verschiedene Menschen und mich selbst besser kennengelernt. Ich war aufgeregt, mein Studium fortzusetzen und noch mehr von dem zu entdecken, was Berlin zu bieten hatte.